Oh Leute, das könnte es sein. Ich habe es geschafft, in eine Halle reinzukommen, wo mich mal einer nicht gekickt hat. Wahrscheinlich dachte er, guck mal, der läuft mit einer Schweinemaske herum. Diese Szene erinnert mich ein bisschen aus Saw, als diese eine Perle da aus der Badewanne rausgejumpt ist und einen einfach eine Spritze in die Vene gerammt hat. Und da hat er bestimmt irgendwie Paranoia PTSD, ganz, wie bei, ihr wisst schon, Vietnam und so. Jetzt machen wir den Lagiakos Challenge Quest. Der macht Challenge Quest, also scheinbar braucht er keine Zeiten oder so, möchte sich einfach mal ein bisschen austoben. Werden wir ihm natürlich unter die Arme greifen oder lassen uns unter die Arme greifen, aber wenn das irgendwie sexuell wird oder so, dann möchte ich damit nichts zu tun haben. Ich bin eine reine Seele. Käseweiß. Also meine Seele. Nicht ich. Puh. Er hat sich eine LBG geschnappt. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass die LBG hier richtig scheiße ist gegen den. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich der übelste LBG-Scrub ever bin. Und er hat, soweit ich weiß, Adept-Style. Ich auch. Und werde mir jetzt erstmal... what the fuck? Werde mir jetzt erstmal natürlich meine Gorge voll machen. Meine Leiste. Wir sind ja hier bilingual unterwegs. Und muss versuchen jetzt natürlich, ohne großartig zu dämonisieren, irgendwie den Platz zu machen, weil ich brauche meine Ausdauer natürlich ja auch ab und zu, um auszuweichen. Er geht natürlich sofort, wie es für einen super LBG-Schützen richtig ist, total ab mit seinen Schüssen, was auch immer der gerade da geschossen hat. Ich glaube, der hat mir irgend so ein Boost gegeben. Ich kenne mich überhaupt nicht im LBG aus, besonders mit den neuen Schüssen, deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen... Achso, jetzt macht er seinen super sicken Einangriff, ne? Emre, warte mal, ich habe ihn noch nicht mal vorgestellt. Das ist der nette Herr Emre A. Wahrscheinlich hat er Scheiße. Ja, nee, hat er nicht Scheiße, sondern hat er irgendwie einen Anfall auf seiner, einen epileptischen oder so auf seiner Tastatur gehabt. Und so ist der Name zustande gekommen. Könnte man mal bei meinem auch denken. Bin mal gespannt, wie er sich macht. Also bisher hat er noch gar kein Damage bekommen. Oder er hat sich schon geheilt und ich habe es nicht gemerkt. Scheiße, ich habe keine Ausdauer. Zumindest scheint seine Verbindung gut zu sein, also kommt er nicht irgendwie aus dem Kongo oder aus irgendwelchen anderen unentdeckten Inselgebieten des Äquators oder sowas. Ich weiß, das ist nicht die effektivste Methode, jetzt da anzugreifen. Oh, und tot. Toll, ich habe ihn gerade erstmal gepriesen. Ja, das habe ich auch gedacht. Warte mal. Natürlich muss ich ihm auch erklären, wie der Tod zustande gekommen ist. Ich habe einen sehr übel riechenden Eigengeruch und den hat er wahrscheinlich in die Augen bekommen. Tränen der Augen bekommen und seine einzige Möglichkeit, die er dann noch hatte, war eben das Zeitliche zu segnen. Oh, was für ein Pech. Ach ja, ich habe ihn noch gar nicht gewarnt. Ups. Man könnte fast meinen, ich sabotiere ihn. Tue ich tatsächlich nicht. Emerald hat sich jetzt nämlich zwar von seiner besten Seite gezeigt, aber seine beste Seite war scheinbar der Rücken, den er hochgelehnt hat. Scheiße, ups, der Kreisangriff war ein bisschen länger als ich dachte, den er hochgelehnt hat, als er gekartet ist. Denn ein schöner Rücken kann auch entzücken. Zwar hat er hier irgendwie nicht großartig viel entzückt, außer die Würmer des Bodens, die angefangen haben an seiner Leiche zu nagen, bevor die Felinen ihn abgeholt haben. Scheinbar hat er den Lagiakos nicht sehr abgeholt, denn der ist nicht sehr von seiner Performance überrascht gewesen. Denn er hat ihn nämlich kurzerhand, nachdem er wieder ins Gebiet reingekommen ist, direkt zersägt mit seinen Donnerblitzen, der Donnerblitzigkeit. Ich achte gar nicht auf die Kombos, die ich mache. Also wundert euch nicht, wenn ich hier ab und zu mal einfach getroffen werde. Nein. Boah, das knapp. Zieh durch! Hä? Was für ein Dusel, what the fuck? Ja, ey, das schreie ich auch immer, wenn ich komme. Fuck. Also wenn ich jemanden besuchen komme. Also nicht, ich meine jetzt nicht irgendwelche perversen Sachen. Wir sind ja hier noch unter 16 Jahre. Also nicht ich, sondern die Altersgrenze. Ich kann auch natürlich noch einen Schock legen, aber ich warte tatsächlich, bis der hungrig wird. Ich kann auch strategisch, wenn ich will. Das ist eine neue Sprache. Scheiße, ich habe keine Ausdauer mehr. Das können nur die Arnoldianer und mein Akku ist fast leer. Immer wenn ich anfange zu spielen, ich lasse den DS nämlich die ganze Zeit an, lasse den immer laden. Ab und zu, wenn er dann voll ist, dann stecke ich das Ladegerät aus. Und wenn ich dann anfange zu spielen, genau in dem Moment wird es dann immer rot. Strategie. Ich könnte natürlich auch super strategisch auf die Brust einfach gehen, aber ich habe Respekt vor Viechern mit mit Herzschmerzen und so weiter. Also ab und zu hat man so eine fiese Zeit, wo einem die Ex-Freundin verlässt oder sowas in der Art, also die dann Ex-Freundin. Und das kann schon einige emotionale Wunden und Traumen hinterlassen.
Deswegen habe ich ein bisschen Respekt. Man sieht auch schon so, sein Herz ist gebrochen, seine Brustkorb ist auch zerrissen. Ein eindeutiger Indikator, dass die Lagi-Ehe nicht sehr gut gehalten hat. Aber das scheint sich gar nicht so schlecht zu machen, außer dass er jetzt eben von diesem Donnerblitz zersiebt worden ist. Kann aber jedem natürlich passieren, außer mir. Aber ich habe auch Adept, bin auch ein billiger Adept-Spieler. Wenn man da nicht getroffen wird, ist das keine sehr große Errungenschaft. Fuck. Ja, ich glaube, ich sollte mal schärfen. Perfekte Möglichkeit. Werde ich jetzt... What the fuck? Was hat der denn damit geschossen? Ich werde jetzt erstmal schärfen. Hoffentlich werde ich jetzt nicht zerbumst. Ne? Er hat einen kurzen Radius. Oh nice. Ach, K.O. hat er den geballert. Oh, der hat ja echt was drauf. Vielleicht haben wir hier Nano 2.0 am Start. Also damit meine ich nicht Upgrade, sondern eher so eine Kontinuierung der Legacy des Nanos. Bezweifle ich zwar sehr stark. Das passiert nämlich nur alle 1000 Jahre. Und dass ich das Glück hatte, scheiße. Ja. Deswegen muss man mit der Ausdauer auch ein bisschen greedy sein. Und er denkt sich wahrscheinlich so, boah, what the fuck, der wird mit der Adept hier weggewurstet die ganze Zeit. Lass mich schlachten hier von Loch Ness Verschnitt. Dass wir den immer noch nicht down haben, lässt mich nur darauf schließen, dass natürlich alles seine Schuld ist. Denn ich würde mir die Schuld natürlich niemals bei mir suchen. Oh! Bin ich so geil darauf, jetzt irgendwie gegrillt zu werden von hässlichen, riesigen Lochseemonstern. Aua, was ist denn das für eine komische Hitbox? Oh oh. Wuss! Oh Mann. Jetzt bin ich gestorben sogar. Das darf man natürlich, das muss natürlich in jeder Arena Carry einmal passieren. Letztes Mal war das ja bei den Apex-Tiggern. Oder beziehungsweise, nee, das war noch nicht mal bei dem Apex-Tigger. Das war bei den doppelten Apex-Tiggern und die nicht Apex waren. Und diesmal ist das beim Lagi passiert. Ich schäme mich minimal. Suche natürlich die Schuld aber wieder bei dem Herrn Emerald, ich nenne ihn einfach Emerald oder so. Und zum Teufel hat das ein Ahnen da zu suchen, ist das irgendwie so eine Bewertung in seinem Land. Scheiße, schärfen hätte ich auch können eigentlich. Fuck. 1 mm hat noch für meine Ausdauer gefehlt. Komm schon, Bitch. Ich war nicht fähig, B-Knopf zu drücken. Das ist das Schwierigste hier im Spiel überhaupt. Boah, mein Gott. Ich werde jetzt Wolf Small aktivieren. Eigentlich wäre es schlauer gewesen zu schärfen, aber... Okay, S-Rang haben wir schon mal nicht mehr. Das ist mir jetzt minimal peinlich. Mir ist eher peinlicher, dass ich mir die Radieschen vorhin angeguckt habe, obwohl wir mitten im Kampf waren. Damit meine ich bin verreckt. Aha, diesmal nicht. Und ich slide irgendwie immer an seiner Achsel vorbei, anstatt mich in seine Brust reinzubohren. Aber wie gesagt, Respekt vor der Liebe, Bruder. Okay, down. 7:33 und nicht mehr S-Rang geschafft. Ich schäme mich. Ich hoffe, der wollte keinen S-Rang haben, sonst kann ich mich nie wieder blicken lassen. Ich darf jetzt nicht die Schockfalle legen, sonst verhaut er mich. Dann sieht er nämlich so, oh, wir hätten die ganze Zeit eine Schockfalle benutzen können und er hat sie nicht benutzt. Aha, was, oh fuck, er hat den Antimaterie-Ballermann-Skill auch am Start. Boah, hier im Zimmer ist es so scheiß heiß, ey. Das liegt wahrscheinlich an mir. Schauen wir mal, was er für uns als nächstes parat hat. Außer natürlich, er wird direkt lieven. Dann werde ich mich erhängen. Und das war, glaube ich, sogar die zweitbeste Zeit. Die beste Zeit, die ich hatte, war gerade mal S-Rang. Der ist auch übertrieben tanky, dieser scheiß Lagiakos. Man kann ihn natürlich auch solo im S-Rang schaffen. Aber ohne gute AI geht nichts. Mit AI meine ich Aprikoseninfusion. Sollte mal jeder mal einmal gemacht haben in seinem Leben. Direkt in die Vene. Vitamine. Gibt Skorbut keine Chance. Das könnte jetzt eventuell noch ein bisschen dauern. Der gammelt sich wahrscheinlich jetzt noch einen ab im Belohnungsmenü, wollte ich gerade sagen, aber er ist schon wieder da. Scheint aber eigentlich schon voller Lümmel zu sein, wenn er einfach eine Full Arcanto R-Rüstung hat, die an sich eigentlich in Ordnung ist, aber meins ist für mich immer so die Verschwendung von Skillplatz. Geiler Scheiß Mizuzune. Jetzt kann ich meine Chargeblade Skills auspacken, beziehungsweise jetzt kann ich mit einem Chargeblade auf die Fresse bekommen, wie man noch niemals mit einem Chargeblade auf die Fresse bekommen hat.
Das Schauspiel ist irgendwie mit Abstand die stärkste Waffe, die man hier hat, glaube ich. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich mir die anderen Waffen gar nicht mal angeguckt habe. Ich sehe es jetzt schon kommen, er nimmt wieder die LPG. Oh, oh. Aber bitte nicht LS. Oder Huntinghorn. Oder Lanze. Nimm gar nichts einfach. Außer meine Hand, wenn wir heute Nacht am Strand zusammen spazieren gehen. Du erzählst mir, wie viele Kinder du möchtest. Ich erzähle dir, wie viele Kinder ich möchte. Und dann werden wir in Richtung Sonnenuntergang ins Meer schwimmen. Ich werde Freundschaft mit einer Walfamilie schließen. Du wirst Freundschaft mit einem Korallenriff schließen. Dann wirst du langsam nach und nach eins mit ihm und wirst irgendwann eine Koralle. Dann nisten sich ganz viele Clownsfische in deinem After ein und du wirst der glücklichste Korallenmensch auf dem gesamten Planeten. Und ich werde Fische essen. Den ganzen Tag. Ich habe gerade irgendwie ein Ding gehört, das heißt, der Chat hat sich beschwert und das kann eigentlich nur eins bedeuten. Oh! Ist jemand gejoint oder ist er gelieft? Weil meine Äuglein waren leider nicht schnell genug, um das eben zu sehen. Aber zumindest konnte ich ihm jetzt eben unsere gemeinsame Zukunft eben erzählen. Und er kann sich ja schon mal vorbereiten. Und jetzt kann ich mal gucken eben. Scheiße. Ja, Questlog könnte ich mir angucken, aber ich muss erstmal zum Mizutsume gehen. Ach, scheiß drauf, kann ich mir nicht angucken. Ich habe Guild Charge Blade nebenbei. Muss mich jetzt daran gewöhnen, dass ich jetzt Shield Bash machen kann. Oh ja, Mann. Ich bashe den ganzen lieben Tag richtig gerne. Und 2 Leute auf Reddit. Ich downvote die denn. Dann bin ich der heftigste Internet-Gangster ever. Das wird denen erstmal eine Lehre sein, sich mit mir anzulegen. Ha. Trifft doch. Oh, das ging aber flott. Bitte lief aber nicht. Es kann jedem mal passieren. Brudi. Hör, war das meine Schuld oder was? Oder verpisst er sich jetzt? Bitte geh nicht. Das ist die letzten 500 Male passiert, nebenbei, bei Arena Carries. Also zumindest wenn ich es versucht habe, was bei Arena Carries aufzunehmen. Dass Leute dann einfach immer sich... Ah, scheiße. Okay. Warte, ich muss jetzt erstmal den Kopf snipen. Fuck, ich hab die Klaue getroffen. Ja, hat aber scheinbar doch gereicht. Dass die Leute immer nach einer Quest sich verpisst haben oder mitten in der Quest einfach abgehauen sind. Ihr habt ja sicher den Lag kurzen Teaser gesehen, dieses ganz kurze Video. Und das ist halt eben dadurch entstanden, ich habe Arena Carries 2 aufgenommen, dann ist mein Ton auf einmal, nee, nicht mein Ton, das Video war irgendwie 600 MB oder so groß. Ja, danke. Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass man Palette nicht im Multiplayer benutzt. Ups. Ja, und das Video war irgendwie nur 3 Sekunden lang oder weniger als 1 Sekunde sogar. What the fuck? Naja, ist mir recht. Ja, dann ist... Alter, was macht der da? Will er mich jetzt irgendwie sabotieren oder so, weil ich ihm irgendwas angetan habe? Vielleicht war das Thanks ja wirklich böse gemeint. Okay, 1, 2... Ja, und das Video war halt irgendwie weniger als eine Sekunde lang. Ja, ich habe bei ihm wahrscheinlich trotzdem getroffen, ja, wusste ich doch. Irgendwie ein gewisser Lag ist wieder da, also er scheint doch irgendwie, keine Ahnung, am Grunde des Meers oder so zu chillen. Nein, Mann, ich schlag dich nicht. Ich stehe nicht auf solche Kinky-Scheiße. Und ich konnte das Video von Arena Carries 2 retten, in relativ ranziger Qualität, aber ich konnte leider nicht das Audio retten. Und das ist ja eben das Wichtigste daran. Meine scheiße Laberei. Mein scheiß Gameplay könnt ihr ja immer bestaunen. Treff den Kopf bitte! Ja, Mann. Ich könnte jetzt natürlich Limit Breaker noch benutzen. Aber werde ich jetzt auch, glaube ich, tun. Ja, komm, so, wenn ich jetzt schon den Skill voll habe. Komm her! Triff bitte! Ich weiß, ich habe einen langen, aber manchmal ist er trotzdem nicht lang genug. Ich wünschte, ich hätte so einen langen, dass ich einfach, während ich in meinem Zimmerchen sitze und pullern muss, einfach nur die Klotür offen lassen muss und dann kann ich einfach losstrollen, ohne mich zu bewegen. Was zum Teufel war das denn für ein sicker Move, Mann? What the fuck? So ein Secret Agent Move. Ah, schon wieder raged.
Komm her, Bitch. Es waren 2 K.O.s im Multiplayer mit Charge Blade. Ist gar nicht mal so schlecht. Ist okay. Ich habe einen Bling Bling gehört. Aua! What the fuck, man? Ich habe Hero Shield, aber irgendwie scheint das gar nichts zu bringen. Der Skill hat mich betrogen. Also ich habe dafür nichts geblecht zwar, aber Geld zurück möchte ich dennoch. Ich verklage einfach irgendwie random Leute aus dem Telefonbuch. Auch Emeralds Familie. Ja, jetzt muss ich natürlich raten, ob das den Schäle getroffen hat oder nicht. Ich nenne jetzt einfach Emerald, weil der Name für mich unaussprechlich ist nebenbei. Scheiße. Oh, Crack. Also Kinder, Crack ist nur gut in Monster Hunter und Drogen auch. Demon Drug und so weiter. Ansonsten bitte Finger davon und ich bin gleich tot, sehe ich gerade. Wo meine Pech. Nippel ich sogar wirklich ab. Jetzt kommt das mal an. Gewurstelt. Oh, fuck. Und ich bin eingeseift, eingecremt. Hihi. Können wir direkt erstmal perverse Badezimmerspielchen mit dem netten Herrn Emerald machen. Er kann mir mit seiner Gun so viel reinfeuern, wie er möchte. Aber bitte nur mit Schutz. Fuck. Ich hasse diese dreckigen Scheiß Zurückschleicher von den neuen ab Gen 3. What the fuck? Hä? Achso, der hat den runtergesniped. Aha. Ah, das war mit Stun. Okay, dann war das nicht so krass. Ja, ist in Ordnung. S-Rang halt auf jeden Fall. Guck mal, Emerald, benützlich. Hast du gesehen? Das muss effektiv sein, denn ich habe an meiner Waffe herumgespielt. Irgendwelche Kabel herausgezogen und so. Jetzt kann ich mehr Kugel reinmachen. Das nennt man Magie. Haha. Das wäre richtig geil, so ein Video zu machen, wenn das einer macht. Eben diese Hunter-Art. Und einer geht da so hinweg. In Zeitlupe natürlich. Alles geht hinter einem hoch. Und dann denkt man sich so, boah, ich bin so ein krasser Motherfucker. Jetzt rufe ich jetzt mal meine Mama an und sag ihr so, hallo Mama, ich bin ein krasser Motherfucker. Lass mich schlafen, verdammte Scheiße. Und so würde das wahrscheinlich ablaufen. Und gucken, wie das... Ja, ich bin, wie ihr seht, alleine war meine Zeit die schnellste. Und ich habe mit dem leider jetzt nicht rasieren können. War natürlich wieder ein Glitch in der Matrix. Wir wissen ja, Randoms in Monster Hunter sind immer die allerbesten. Besonders die Leute mit der räudigsten Verbindung ever. Die Verbindung muss natürlich scheiße sein, um zu kompensieren, dass sie halt eben super gut im Spiel sind. Was ein anderer guter Indikator dafür ist, dass Leute gut im Spiel sind, dass sie kurze Namen haben. 4 Buchstaben sind ideal. Das hat uns ja der nette Herr Name auch gezeigt. Bin mal gespannt, wie weit Emerald noch mit uns gehen wird. Schließlich... Ah, okay. Da darf ich eine Quest wieder aussuchen. Huhu. Ich mache natürlich wieder die Quest, die alle abfucken wird. Tigrex. Das ultimative Abfuckmonster, das 90% seines Movesets besteht darin, eine auf Lokomotive zu machen. Puff, puff, puff. Und ja, die anderen 10% tut er halt eben damit verbringen. Was macht er denn, statt diesen 10% Lokomotive zu spielen? Er rutscht auf dem Boden herum wie ein Köter. Auf Fliesen. Aha, was ist das denn für ein Bakalude? Gordon. Etwa Freeman Gordon? Kannst du joinen? Hätte mich auch gewundert. Jetzt verpiss dich zurück wieder in deine Heimat. Siehst mir aus wie ein ziemlich übelriechender Geselle. Mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Ich werde dich jetzt ganz lange mit meiner Schweinemaske angucken. Bis er die Quest annimmt. What the fuck? Ich werde jetzt einfach neben den Typen stehen. Oh, er hat ihn einfach gekickt mit seiner Macht der Emerald-Kristalle. Ich glaube, das hat irgendwas mit Sonic zu tun. Also, ich kann da leider kein Fachchinesisch herauskacken. Denn es wäre sogar Fachchinesisch, das falsch wäre. Jetzt hat er irgendwas geschrieben, ich habe es nicht gelesen. Ich fühle mich jetzt extrem schlecht. Und es ist wieder vorbei. Habe ich das mit der Arena Carry 2 schon zu Ende gesagt? Tun wir einfach so, als wäre das Arena Carry 1.5 gewesen. Das ist jetzt Arena Carry 2. Bin ich froh, dass ich endlich nach 10,5 Trilliarden Jahren, ja, ich habe die Suche angefangen. Da sind noch Trilobite aus den Meeren gestiegen. Mittlerweile nicht mehr. Jetzt gibt es ja die netten Algen, Fahne und so weiter. Okay, Fahne eher nicht, eher schon die Algen und die Seekühe, mit denen ich mich natürlich heute Abend noch im Meer vergnügen möchte.
Und der Herr Nette, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Emerald A, natürlich noch mit am Ende. Seine Familie besteht wahrscheinlich noch aus dem restlichen ABZ. Oh, ganz viele Emeralds. Die gönne ich mir erstmal alle später. Wenn die alle Trainingsschulen Zeugs machen, dann werde ich die nächsten paar Folgen auf jeden Fall dicke voll haben. Genauso wie meine Hose, wenn ich gegen T-Geeks kämpfe. Ich habe immer Angst, wenn er auf mich zuläuft, wie so ein rennender Zug. Dann sehe ich immer in seinen Rachen hinein. Dann sehe ich da diverse Dinge. Autoreifen, meine Ehre, meine Seele, meine Träume, Autoschlüssel, eine Monster Energy Dose, eine Monster Energy Dose, eine Monster Energy... Okay, mir geht's wieder gut. Emerald, bitte wähle. Er ist wahrscheinlich ein bisschen perplex, dass es hier keine LBG gibt. Er war wahrscheinlich noch niemals eben in dieser Situation, wo er nicht auswählen durfte, was er unbedingt möchte. Kenn ich, wenn ich ab und zu nach Pennymarkt gehe und mir diese geilen, super heftigen Kaugummis hole, die mit dem Zitronenschmack zu binden ist, wenn ich das machen möchte. Hier beim Pennymarkt haben die nämlich. Oh, ich bin falsche Seite gegangen. Und beim Pennymarkt haben die nicht, die haben nur solche Strongman-Scheiße. Muss ich natürlich immer ein kleines Häufchen als Präsent da lassen und hatten nämlich noch nicht gesehen. Guck mal, wie ich hier durchrollen kann. Schade, es wäre viel lustiger gewesen, hätte ich's verkackt. RNG is not on my side. Hä? Was macht denn der da? Der ist ja noch nicht mal hier drin, was macht der? Er steht da. Vielleicht bezieht er eben das Bett im Lager ganz kurz. Kann ja sein, also finde ich gut. Wer weiß, was für Leute hier schon drin gelegen haben. Irgendwie Leute mit einer Kirin-Rüstung oder so sind überall noch voller Haare oder von Jinuga oder was sind das haarigste Viech überhaupt hier im Spiel? Wahrscheinlich ach ja, Rayang, upsa, es gibt ja auch noch solche Viecher wie Rayang und so, upsa, da. Naja, wäre ich ein Monster, wäre ich das behaarteste, aber natürlich nur im Genital. Ey, was macht denn der T-Geeks da? Ein Angriff, der gut ist. Natürlich aber nicht, wenn ich am Kopf stehe. Er hat auch bis jetzt noch nicht die Chargerei in Angriff genommen. Das lag auch wahrscheinlich daran, weil er noch nicht Rage war. Oh, der Emerald möchte natürlich den Mount direkt initiieren. Upsa. Ah, fuck. Please no charge. Ah. Ja, ich habe leider kein Lebenspulver, sonst hätte ich es nämlich auch nicht genommen. Dafür bin ich nämlich viel zu faul. Ihr wisst. Bitte kein Charge. Ah. Okay, wenn er jetzt nochmal... Ah ne, nevermind. Chaka! Ich habe den schon so oft mittlerweile gemacht, dass ich immer noch keine Ahnung habe, wie man bei dem kämpfen muss mit LS. Der United T-Geeks LS war der, wo ich mich noch am wohlsten gefühlt habe mit LS. Aber davor Ultimate T-Geeks, der hat, das ist in seine Seele und seine DNA eingeschweißt schon mittlerweile, richtig reingebrannt ist. Wenn er 5 Sekunden nicht chargt oder so, kriegt er so richtige Zuckungen schon. Entzugserscheinungen, kann man sogar sagen. Oh nein, er ist weggeflogen. Wie konnte ich ihm nicht helfen? Also, konnte ich wirklich nicht, aber hätte ich auch sowieso nicht gemacht. Denn das Arschloch in mir lacht sich immer ein bisschen Schrott. Also, mit ein bisschen meine ich, what the fuck, was war denn das für eine räudige Hitbox? Oh, ich dachte, der geht jetzt irgendwie wieder auf, also diesmal auf mich und dann ging er wieder auf ihn. Nochmal ein Sprung, ja, jetzt kann ich wieder auf Gelb gehen. Juhu! Für die Leute, die es nicht gemerkt haben, wenn er zweimal so springt, in der Regel, also das macht er irgendwie nicht immer, das ist ganz komisch, dann tauntet er. Okay, diesmal mache ich das lieber so, da habe ich nämlich noch genug Zeit, um mich richtig zu positionieren. Nein, eigentlich habe ich Schiss gehabt, dass ich es im Unrage-Modus nicht hingeschissen bekomme. Aber das werdet ihr natürlich niemals erfahren, weil Emerald deckt mich. Ich kann nämlich immer meine Fehler auf ihn schieben, was ich auch natürlich tun werde. Denn er ist leider nur ein Nano-Abklatsch. Aber das ist jeder. Irgendwie tief in seiner Seele. Nano ist der Urvater der Monster Hunter Community natürlich. Oh, boah, fuck. Der Hitbox. Okay, jetzt müsste der chargen eigentlich. Haha, Biatch. Da sieht man natürlich auch wieder den super heftigen Lag. Oder beziehungsweise das ist kein Lag, das ist wieder so ein heftiger Glitch in der Matrix, dass der Jinuga nach dem Kopfstoß irgendwie 10 Sekunden Überlegung braucht, was er als nächstes anstellen soll. Aber ich wünschte, ich hätte, wenn ich überlege, immer diese Überlegungsmusik, Thinking Music. Die Musik habe ich tatsächlich durch Thinking Music sogar gefunden. Aha. Wie leicht das Leben sein kann. Wenn ich einfach in den Laden reingehen würde und würde sagen, so, ich möchte diesen einen Käse da und die würde mich direkt zu einem Käse bringen, den ich suche, dann wäre mein Leben komplett. Ah. Motherfucker! Ich habe jetzt eigentlich zur Seite gedrückt, aber nach hinten ist auch okay. Also, ich bin jetzt nicht rassistisch, was jetzt Richtungen angeht und so weiter, aber vorne oder zur Seite wäre, glaube ich, eigentlich schon... Nein, fucking Klippe. Schon besser gewesen.
Wer möchte das schon nicht? Mit einem Edelstein, oder beziehungsweise mit einem Typen, der nach einem Edelstein benannt ist, irgendwelche Tigerdrachen zu vermöbeln. Mit einem Schwert, das überhaupt nicht für irgendwelche Regionen im unteren Leib des Körpers kompensieren soll von der Länge her. Oh ja, Unraged T-Gex läuft in Zeitlupe, läuft noch viel weiter und, obwohl er natürlich nicht so viel Speed drauf hat, schafft er es tatsächlich sogar eine ganze 180-Grad-Drehung. Ja, Combo. Ich will doch auch noch ein paar Mal angreifen. Ich habe mich noch gar nicht geheilt. Mit dem Easy Maxi Potion sollte ich mal machen. Ich fühle mich gerade ein bisschen schändlich. Ich habe Schwachstellenwirkungen, benutze es nicht. Und ich habe noch nicht mal die Gelegenheit genutzt, die Kampfpraktiken vom Nano anzuwenden, um eben Sachen abzuswingen und zu superpounden. Das Langschwert ist halt extrem räudig, was das angeht. Hey, Kletterbitch! Ich hoffe, er ist einfach nur stolz nach der Mission auf mich. Wenn er nicht stolz ist auf mich, ich werde ihn gleich fragen, ob er auf mich stolz ist. Wenn er Nein sagt, dann werde ich mir während des Videos das Leben nehmen. Also im Spiel natürlich. Ah! Ich wünsche, das wäre tatsächlich möglich, wenn man auf der Autobahnstraße ist. Autos fahren einem... Oh, what the fuck? Fahren einem einfach entgegen und man rollt einfach durch jeden LKW durch. Wenn ich das auf der Straße sehen würde, dass einfach jemand durch Autos hindurch faced oder so. Das wäre, glaube ich, der lustigste Moment meines Lebens. Schmeckt er nochmal? Ja, tatsächlich. Jetzt müsste er wieder taunten. Ach du Scheiße, wenn Monster Klippen runterjumpen. Aha. Da weiß man, dass sie irgendwo in Mexiko landen. Ach, der war gar nicht unraged, upsa. Ich hätte das jetzt auch Critical Junction können, aber habe ich nicht getan, wie ihr seht. Wohin? Stand doch überhaupt niemand. T-Gex, komm heim. Komm noch rein. Machen direkt draus. Schade. Aua. Schnell, steh auf. Schnell. Achso, der geht gar nicht auf mich. Als tauntet er erstmal und bei meinem Glück verreckt er wahrscheinlich sogar gleich. Ihr seht... Oh. Aua. Erstmal zur Seite. Ihr seht schon, dass meine Schärfe mittlerweile auf gelb ist und bei meinem Solo-Run ist sie ja gerade mal auf gelb gegangen. Am Ende. Das heißt, ihr seht hier, wie oft ich richtige Stellen angegriffen habe. Wenn jetzt auch auf den Kopf geht... Oh, ein Schlag hat gereicht. Ich hätte gedacht, wenn er jetzt auch auf den Kopf geht, hätte ich jetzt irgendwie seinen Schlag pariert oder so, aber... Und zwar so. Aber scheinbar schafft er sogar, wenn ich genau 10 cm neben ihm stehe, nicht seinen Angriff zu blocken. Kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel irgendwie 2 cm vor einem Mülleimer steht, schmeißt einfach ein Stückchen Papier oder so rein und verfehlt, weil das Papier einfach weggeweht wird von einer geistlichen Macht. Es gibt, glaube ich, immer so ein kleines, unsichtbares Männchen, das immer möchte, dass man sich blamiert, und wenn man so die einfachsten Sachen macht oder die Sachen, die immer am kürzesten dauern sollten, also ohne Probleme, zum Beispiel Schnürsenkel zu machen, wenn man es eilig hat, dauern die lustigerweise immer am allerlängsten. Eine traurige Geschichte, wirklich tränenergreifend. Genauso tränenergreifend und episch und emotional wie diese 3 Missionen, die wir mit Emerald gemacht haben. Vielleicht hat er ja eine Schwester, die eventuell sehr vorteilhafte Öffnungszeiten hat im Bereich der Hüften. Also das war wieder ein 3. Klasse Sex-Joke, aber was kann man von mir erwarten? Bis zur 2. Klasse musste ich noch ein paar Studiengänge belegen. Also ich hoffe, dass ihr noch ein bisschen Geduld habt. Seine Schwester wird wahrscheinlich Ruby heißen. Get wet, niggas. Oh, Sinoke. Da haben wir natürlich nette Erfahrungen gemacht nach der Quest. Sollte es eigentlich reichen auch. Oh fuck, ich habe vergessen ihn zu fragen, ob er stolz auf mich ist. Okay, diesmal bin ich sicher, dass der Typ, der jetzt gerade abgehauen ist, eben abgehauen ist. Weil vorhin ist ein Typ gerade reingekommen und wir waren eben nicht am Start, weil wir bereits die Quest betreten haben. Und jetzt hat er natürlich abgehauen, weil er hat gesehen, so ja, die halten schon Händchen und so, sind so voll das Dream Team und so, der eine steckt schon fast in dem anderen drin. Da möchte ich jetzt nicht interferieren, fuck, wie ist das deutsche Wort nochmal? Einschreiten
Und naja, wenn man schon mal steckt, dann geht das schon mal nicht mehr so leicht. Das kann jeder bestätigen, der schon mal versucht hat, mit der Gabel irgendwie ein Steckdosenloch zu befriedigen. Das ist eine einmalige Sache. Ob sich das lohnt, ich weiß nicht. Es riecht auf jeden Fall für mindestens eine Sekunde verbrutzelt. Danach riecht man irgendwie gar nichts mehr und sieht auch vielleicht gar nichts mehr und schmeckt wahrscheinlich nur Blut oder Asche. Aber das ist natürlich gar kein Problem. Wir warten jetzt natürlich geduldig auf Emerald. Ich habe aber Geduld. Verdammte Scheiße, wenn er sich nicht beeilt, dann bringe ich jemanden um. Das kann also noch eine Weilchen dauern. Ich könnte mich in der Zeit natürlich anfassen, aber das Problem ist, ich fasse mich schon irgendwie permanent an, also von daher lässt sich da irgendwie nicht noch aufstocken in Sachen Selbstbetatschung. Oh, die Quest fängt ja mittlerweile schon an. Ich habe mich irgendwie gerade so angefühlt, als hätte ich schon eine Stunde lang gelabert oder so. Es ist eine halbe Stunde bisher. Guten Tag. Sin to the Ogre. Ich glaube, das wäre schlauer gewesen, von der anderen Seite reinzukommen. Aber schlau ist nicht das, wofür ich bekannt bin. Dass ich mir sogar noch die Farben gemerkt habe von dem, finde ich erstaunlich. Ah, Emerald! Natürlich wieder im heimischen Gebiet der Gunner. Ah! Es wäre natürlich schlauer, wenn ich auf die Hinterbeine gehe. Aber wie gesagt, schlau ist nicht mein bestes Fach gewesen. Wenn schlau, Intelligenz oder Schleue oder so als Fach gäbe, wäre ich wahrscheinlich 70 Mal sitzen geblieben, aufgrund von Nicht-Erscheinen. Verdammte Kacke, bleib mal stehen. Er hat mir leider noch nicht viele coole Tricks beigebracht, außer höchstens... What the fuck, was für eine Hitbox. Außer höchstens, dass man scheinbar Explosion oder Barrage oder was er geschrieben hat, mit 2 Rs schreibt. Oh, er schießt auf den Tail vom Januga. Neues Meta? Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit Shot-Hit-Zones nicht aus. Aber, oh fuck. Aber wenn er das schon macht, dann muss das auf jeden Fall stimmen, weil schließlich hat er die Gun in der Hand und nicht ich. Ich liebe diesen Pimp-Walk vom Januga. Where my bitch is. Ed. Ich wollte eigentlich Orange holen. Aber seine Brust ist zwar hart, groß und gestählt, aber mein Aim ist so beschissen, ich könnte ihn wahrscheinlich verfehlen, wenn seine Brust so dick wäre wie der Äquator lang. Also ungefähr so ein Viertel meiner... Ja, ihr wisst schon. Oder wisst ihr nicht? En garde. Ich habe eine Bombe. Die habe ich hier hingelegt. Zünde sie. Oder beziehungsweise zünde sie nicht. Ich habe nämlich Schiss, dass er jetzt genau auf die Bombe drauf schießt. Ich bin blöd. Ich bin richtig blöd und habe ihn noch weggebombt. Das ist, glaube ich, der Dragonator-Fail dieser Folge. Nur nicht mit dem Dragonator. Da muss jetzt immer so ein Gag geben. Ich muss einmal karten und einmal richtig abfucken, so. Ich kann... Oh, scheiße. Nein, ich wollte gerade Swarm aktivieren und hat er mich noch mitgezogen. Ja. 2 Fails hintereinander. Das soll wahrscheinlich irgendwie der Indikator sein, dass das die letzte Quest ist. Mann, bin ich froh, dass ich endlich mal wieder jemanden gefunden habe, der mich carried. Okay, die Rage geht doch ein bisschen weiter von hinten, als ich dachte. Haha. In 4 Ultimate wäre ich tot. Aber in 4 Ultimate hätte ich wahrscheinlich nur 2 Angriffe überlebt. Gib mir dein Weiß. Okay, das klingt pervers. Gib mir deinen Samen. Schon viel besser. Das Problem ist, ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt die Hinterbeine von ihm treffe oder überhaupt irgendwas treffe, was ich treffen möchte, aufgrund von Lags. Und natürlich aufgrund von Ausreden, und weil ich irgendwie an seinen Schweif die ganze Zeit abpralle. Haha. Jeder, der dachte, dass ich getroffen werde, willkommen im selben Boot. Im Club oder wie auch immer. Das habe ich nämlich auch gedacht. Hua! Der Kopf ist eigentlich immer noch schwächer, aber ich habe Angst, dass er mich mit seinen Schüssen wegstaggert. Ich habe nämlich noch keine Orange geholt. Jetzt aber, jetzt habe ich Ohrstöpsel. Man könnte meinen, ich habe gar nichts drauf mit Glefe. Und da ist man auch eigentlich nur zur Hälfte korrekt. Denn ich habe fast gar nicht drauf mit Glefe. Ich weiß, wie man den Käfer verschickt. Und das war's auch schon. What the fuck, Mann?
Volcanic Eruption mit Doppel-R. Damit es noch mehr eruptet, wenn ihr wisst. Wenn man das R rollt, hat man doppelte Power. Das haben wir von Eruption gelernt. Emerald, upsa. Guck mal, das hatte ich schon in mein Gehirn reingebrannt. Upswings und Superpowers für Nano und doppelte Eruption mit Emerald. Oh, ich würde so gerne seine Schwester kennenlernen. Natürlich aus rein freundschaftlichen Aspekten. Nämlich ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen Sexualverkehr, ein bisschen Hände schütteln, ein bisschen Kaffeeverkehr, ein bisschen streicheln, ein bisschen Massage, nackt, eingeölt, unbekleidet. Was nackt ja auch eigentlich bedeutet. Und ich dachte, doppelt gemoppelt oder so, gibt irgendwie doppelte Wirkung. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch von Emerald gemerkt. Wenn man es doppelt macht, ist es super mehr stärker. Deswegen hat er mich vorhin auch mit dem unsichtbaren... Scheiße, ich rutsch. Ich habe die Positionierung irgendwie voll scheiße drauf. Das habe ich eben von Emerald gelernt. Ich könnte auch natürlich mounten, aber ich vergesse die ganze Zeit, dass Glefe das ja auch immer kann. Bitte macht der Franzosen, gebt mir eure Kraft. Naja, erstmal wird hier geswarmt. Wo kommt diese scheiß Käfer überhaupt her? Das kann man natürlich auch sich fragen, wenn man gegen Dinuga kämpft, der sich die scheinbar auch irgendwie aus dem Arsch ziehen kann. Dinuga, aber ich bin noch hier. Ein bisschen Leichenschändung. Ist scheinbar auch innen der Monsterwelt. Habe ich kein Problem mit, jedem das seine, solange da niemand geschadet wird. Und der Leiche ist bereits tot. Ansonsten wegen eben die Würde von Leichen und so weiter. Oh fuck. Kann man wahrscheinlich nicht bei Monstern benutzen. Die können ja nicht mal meine Sprache sprechen. Integriert, dass ich nicht lache. Emerald hat noch nicht die Hoffnung aufgegeben, wie ich sehe. Er steht da hinten und macht irgendwas. Er steht scheinbar einfach nur da. Was zum Teufel macht er da? Guckt er mir jetzt zu, was ich da mache, oder schießt er tatsächlich? Ah, da kommt er angerollt. Vielleicht musste er irgendwie nur seine Piccolinis auf dem Ofen holen. Oder was es auch immer in seinem komischen Land gibt. Fuck, ich komme wieder übelst Rassist drüber. Zeit zum Mounten! Aha. Okay, Zeit zum Mounten später. Hat er schon getauntet? Nee, aber porten kann er sich. Der Dinuga lernt. Er entwickelt sich. Er wird langsam zu dem CBS oder CES Dinuga. Ich muss mich in Acht nehmen. Oh, da pennt er schon wieder. Oh, und da ist er auch down. Ach, scheiße, 5 Sekunden am S-Rennen vorbei. Das lag wahrscheinlich daran, weil ich vergessen habe, dass die Glefe mounten kann. Ucha-cha-cha. Hast gesehen, ich bin akrobatisch. Bist du stolz auf mich? Bist du stolz auf mich? Ich muss es wissen, sonst kann ich gleich nicht schlafen gehen. Wenn man nicht mindestens 3-mal in der Minute stöhnt, dann wissen die Monster, dass sie nicht genug Damage machen. Und deswegen muss ich das natürlich beibehalten. Guck dir mal diesen Käfer auf meiner Hand an. Er ist größer als mein Torso. Er ist größer als ein Kleinkind. Ich würde mich niemals im Leben raustrauen, wenn die fetten Käfer überhaupt draußen herumschwirren. Wenn ich schon eine Fliege sehe, die so groß wäre wie meine Handfläche oder so, dann würde ich mich aufhängen. Das war's dann mit Arena Carry 2. Ich muss ihn natürlich jetzt noch ganz schnell fragen, ob er auf mich stolz ist. Dann kann ich nicht schlafen gehen. Und da kriege ich auch Magenverstopfungen und so weiter. Kann ich nicht Lulu gehen. Muss ich natürlich jetzt erstmal fragen. Ich kann es kaum aushalten. Haltet mich. Vielleicht versteht er meine Sprache nicht. Soll ich vielleicht in Zahlen schreiben? Eventuell kann er damit ein bisschen mit mehr was anfangen. Oder soll ich einfach 50 mal LBG schreiben oder so und daraus bastelt er sich dann irgendwie seinen Sinn zusammen? Bitte. Ich brauche die Bestätigung. Das kann ich mir niemals mehr wieder auf mein Spiegelbild einen runterholen. Ich meine,
während ich mein Spiegelbild gucke. What the fuck? Mein Leben hat einen Sinn. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Arena Carry 2. 3 meine ich natürlich. Das ist Arena Carry 2. Und als nächstes kommt Arena Carry 3. Nach 2 kommt doch die 3. Oder etwa doch nicht? Okay, jetzt muss ich mal aufhören.